Hallo E-Bike-Freunde! Heute sehen wir uns den Fehler Check Your App and Peripherals bei den CYC-Motoren X1 Pro, X1 Stealth und Photon an. Diese Fehlermeldung erscheint am DS- oder SW-Display. Manchmal erscheint anstelle Check Your App and Peripherals auch die Meldung Display Controller Error. Beide Fehlermeldungen deuten auf einen Kommunikationsfehler hin und bedeuten, dass zwischen Display und Controller keine Verbindung hergestellt werden kann. Oftmals wird dies auch von einer blinkenden Akkustandsanzeige begleitet. Es ist unbedingt zu beachten, dass der Controller laut Hersteller automatisch im Street-Modus im Unterstützungslevel 3 arbeitet. Das bedeutet, dass der Motor dennoch laufen könnte. Sicherheitshalber sollte das Hinterrad hochgehoben werden. Bei diesem Kommunikationsfehler zwischen Display und Controller kommen grundsätzlich 3 Dinge als Ursache in Frage: Display, Kabelbaum oder Controller. Wir empfehlen folgende Vorgehensweise. Erstens, achte darauf, dass sowohl die App am Smartphone als auch die Firmware des Controllers auf dem neuesten Stand sind. Mach davon Screenshots, damit du sie gegebenenfalls an uns senden kannst. Außerdem sollte unter Modes and Levels der richtige Motor ausgewählt sein. Zweitens, prüfe die Steckverbindung am Display und Controller, insbesondere die Pins auf Beschädigung oder Verbiegung. Das ist entscheidend, denn verbogene Pins sind nicht selten der Grund für diese Fehlermeldung. Wenn diese verbogen sind, dann vorsichtig zurückbiegen. Vorher unbedingt den Akku vom System trennen. Wenn das nicht klappt, dann wird ein neuer Kabelbaum benötigt. Beachte, dass verbogene Pins meist auch beim Gegenstück Spuren hinterlassen. Gegebenenfalls müssen die entsprechenden Löcher mit einer kleinen Nadel wieder geöffnet werden. Drittens, wenn die Pins alle in Ordnung sind, dann ist es von Vorteil, wenn man ein zweites Display zur Verfügung hat. Wenn das der Fall ist, dann einfach austauschen und sehen, ob die Fehlermeldung verschwindet. Wenn ja, dann ist das vorige Display defekt und muss ersetzt werden. Wenn nicht, dann benötigst du einen neuen Controller. Viertens, falls du kein zweites Display zum Testen hast, dann kannst du entweder eines bei uns bestellen oder eine Überbrückung herstellen. Wenn du bei uns ein neues Display bestellst und dieses neuwertig behandelst, dann nehmen wir es auch wieder zurück, wenn es nicht am Display liegt. Nun zur Überbrückung. Die nachfolgenden Schritte müssen mit Vorsicht ausgeführt werden. Fehler können zu zusätzlichen Problemen führen. Schritt 1. Trenne das Display vom System und verbinde die beiden Buchsen B+ und ein Key-In an der Displaybuchse des Hauptkabelbaums mit einem Testkabel. Schritt 2. Schließe den Akku an und schalte ihn ein. Verbinde dich nun mit der CYC Ride Control App und prüfe, ob Fehlermeldungen vorliegen. Diese findest du in der App beim Dreieckssymbol links oben. Schritt 3. Hebe das Hinterrad an und betätige den Gashebel. Dabei ist es sehr wichtig, dass du das Hinterrad vor dem Betätigen des Gashebels anhebst. Das System läuft nämlich auf der höchsten Unterstützungsstufe. Schritt 4. Wenn der Motor läuft, dann ist das Display defekt. Wenn nicht, dann muss der Controller ersetzt werden. Damit kannst du herausfinden, welche der 3 möglichen Ursachen zum Fehler führen. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video weiterhelfen. Bei Fragen kannst du uns gerne kontaktieren. Bis zum nächsten Mal, bye!